Bin ich live? Scheine live zu sein. Ja. Guys, willkommen zu diesem neuen Stream. Wir reagieren auf die Gamescom Opening Night. Laut Titel reagieren wir auf die Gamescom Opening Night live. Ich ändere das mal ganz schnell. Guys, wie geht's euch? Muss allgemein noch so viel Einstellung, wir haben auch noch 21 Minuten, ich bin wieder viel zu früh dran. Aber scheiß so, es hieß eigentlich 19:30 Uhr, aber okay. Jetzt habe ich für 19:10 Uhr einfach mal jetzt hier durch. Soundtechnisch passt auf jeden Fall schon mal alles. So. Da oben könnt ihr auch sehen. Das muss ich gleich wegen Kamera noch einmal schauen, weil ich glaube, die sitzt nicht ganz so optimal. Aber egal, das ist Nebensache beim Countdown. Ich bin leider dieses Jahr. Aber dann vermutlich auch alle Tage tatsächlich. Oh, make my stream. Aber ich bin nur live dabei. Ja, wahrscheinlich bin ich gleich wieder gar keiner drin. Weil so gut fast die Reaktion. Sieht das jetzt wirklich so scheiße aus? Ah nee, das kann man sich doch geben. Und ich finde, dass die Musik doch ein Ticken zu laut ist. Ja. Dürfte jetzt eigentlich passen. Aber geile Mucke. Aber sprich, wenn man dem Countdown vertrauen kann, dann geht's um Bro, um 35 WTF. Aber dann startet die Pre-Show, die reale Show, die startet um 20 Uhr. Bin sehr gespannt, was es da erwartet ist. Viele hoffen auf GTA 6 News, ich sag nein. Keine Ahnung, wie lange die Show geht. Ich schätze mal, so die Hauptshow wird so 2 Stunden gehen. Sprich so bis 22, 22, 15. Aber kein Stress. Das ist
eigentlich mit dem jetzt live eingestellt, Digga? Please. Dürfte eigentlich, ja. Digga, diese Soundtracks, ne, das ist ja insane. By the way, heute natürlich nochmal ordentlich Werbung gemacht dafür, dass wir was für Wii Sports, Digga, Nintendo Switch Sports Resorts auf der Gamescom spielen können. Und parallel dazu revealed, dass wir ein Bundle mit Nintendo Switch Sports Resort bekommen. Mit Nintendo Switch 2, Switch Sports Resort und ein 3 Monate Online-Abo. Legendär. Ich denke, ich werde so die letzten 3 Minuten die Mucke ausmachen, damit das wenigstens drin bleibt. Ich weiß halt nicht, ob ich den Soundtrack hier zeigen kann. Das was im Nachhinein lassen kann. Pius, moin, wie geht's dir? Hoffe doch gut. Schön, dass du streamen bist. Jo. So bei uns selbst auch gut. Da keine Nachfrage. Habe tatsächlich witzigerweise erst vor 3 Stunden gesehen, dass das Opening, dass die Gamescom Opening Night heute ist. Ich hatte irgendwie morgen im Kopf, keine Ahnung warum. Ich werde auch nochmal eine neue Version des Streamplans rausbringen, damit keiner verwundert ist. Oder ich lasse den Pause auf PLT einfach. So. Was ist Sound? Weil gleich können wir es nicht mehr auslösen, weil gleich muss ich die Mucke für 3 Minuten ausmachen. Ja, passt, alles klar, danke. Boah, randomster Starten 19:35 Uhr zu machen, ich glaube es ist sogar auf 19:34 Uhr. Bro, kommt Jeff Keys Privatjet irgendwie 2 Minuten später oder kommt er mit der Deutschen Bahn? Und deswegen geht die Show so random los? Kein Plan, Bruder. Morgen geht's dann offiziell in Köln los. Obwohl morgen auch, glaube ich, erst Pressetag ist und ab Donnerstag ist dann offiziell, glaube ich. Keine Ahnung, ich war ja noch nicht vor Ort. Also ich glaube, morgen kannst du halt als
private Person auch drauf, kostet halt wahrscheinlich noch mehr. Aber warum mein Controller ja eigentlich liegen, obwohl ich da gar nichts drauf habe? Die Frage. Bro, gerade ganz kurz im Internet gucken, schon sehe ich Ocarina of Time für Dezember release. Wer es glaubt. Ich sag, das kommt November. Was passiert in der Opening Night? Ich bin da nicht so drin. Das kannst du dir ähnlich wie Summer Game Fest vorstellen. Nur als in der Gamescom-Halle. Ich habe auch noch nie so eine Show gesehen, aber von der Beschreibung her ist es quasi sowas, nur halt bei der Gamescom und halt die Gamescom-Partner sind da halt nur vertreten und niemand anders. Genau. Und gleich beginnt auch erst Pre-Show und die Real Show, beziehungsweise die Hauptshow geht um 20 Uhr. Was für eine Real Show war. Die Real Show ist schon seit 15 Minuten am Stream. Versteht ihr? Bin ganz schnell. Ich bin ganz kurz weg. Schön lieb sein und halten. So, 5 Minuten. Dann sehen wir, ob es wer es ist. Ich meine, ich habe schließlich den Peak Content My Name is Mario dafür abgesagt. Also erwarte ich da schon GTA 7. Kappa. Bitte, was ist das von DLC? Irgendwas haben wir ja. Und damit würde ich mich jetzt nicht auch zufrieden geben. Irgendwas Geiles! Hier kommt gleich der mit Indie-Scheiß in die Ecke oder labert hier 10 Jahre. By the way, ihr sollt Englischkünste mitbringen, denn ja, die Show wird zwar in Köln gedreht, beziehungsweise gleich ausgestrahlt, aber es gibt keine deutschen Untertitel. Und natürlich
reden da die englischen Guys auch Englisch. Ich denke auf jeden Fall, dass da alle Englisch reden werden. Dann schaue ich mal ab, Spaß. Ich war auch kurz am Überlegen zu canceln, aber... Spaß, da geht's jetzt gleich rein. So, noch 3 Minuten. Sprich, wir starten um 19:34 Uhr. Was ist das für ein Starttermin? Jetzt 3 Minuten sind angekommen. Wobei jetzt sagt, ich mache den Sound mal lieber aus, nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich den Soundtrack abspielen kann, weil das am Anfang kann ich halt rausschneiden. Aber ich werde gleich, denke ich mal, so nochmal ganz kurz zusammenfassen, sagen, was meine Erwartungen sind, was das Ganze hier überhaupt ist. Aber das machen wir erst bei 1,5 Minuten oder so. So. Jetzt hoffe ich, passt technisch alles. Ansonsten war es mal wieder komplett. So. Also wirklich, ich glaube, ich hätte mir einfach 10 Minuten sparen können, die ich früher live war. Egal. So Leute, willkommen. Wir werden in 1,5 Minuten auf die Gamescom Opening Night live reagieren. Und zwar live, ne? Ja, meine Erwartungen sind jetzt nicht sonderlich groß. Ich hoffe, dass es nicht so ein Reinfall wird wie die State of Unreal. Denn die war eine Katastrophe. In meinen Augen, ich fand die jetzt nicht geil. Hoffe auf einen angenehmen Abend, hoffe, dass der Titel Gamescom Opening Night Live, so groß wie er klingt, auch ist. Hat zwar noch nie eine Show gesehen, aber es ist so eine ähnliche Game Show wie Summer Game Fest, nur halt zum anderen, dass es die Gamescom ist. Genau. Und der Sommer so langsam endet und man dann wieder viel Werbung schreibt. Ach, egal. Spaß. Ja, ich freue mich sehr. Begleitet mich sehr gerne. In 20 Sekunden beginnt die Pre-Show. Ja, offizieller Website beginnt die Hauptshow um 20 Uhr. Wie lange die geht? Keine Ahnung. 10, 9, 8. Geht's los? Keine Ahnung. Scheinbar aktuell noch nicht. Jetzt. 18 plus Disclaimer. Oh shit. Hello and welcome to the Gamescom Opening Night Live 2026 pre-show. I'm Kyle Bossman, and as you can see in the corner of your screen, we are less than a half hour away from the start of the main show. Now, pre-shows do typically exist just to pump up an audience before the real show starts. Was für 18 plus, Dinger. We'll have Final Fantasy VII Revelation. Muss wohl gehen. But the Gamescom Opening Night Live pre-show is special because it's stuffed with its own trailers and premieres. Enough that I'm saying it's basically a real show. Never ever live. So, yes, please do be excited for the main show, Opening Night Live, coming in less than a half hour. But, for now, here's a brand new game announcement. Brand new game announcement. Digga, was ist das? Aber ich will jetzt kaufen. Digga, was ist das? Passt der Sound, passt der Sound.
sowas zu starten ist natürlich Krux. Wenn das Gameplay war, ich will es doch nicht haben. Warte, stand ja gerade, dass es auch für Switch erscheint? Welcome back to the Gamescom opening night live pre-show, where somehow they snuck 2 Worms announcements into 1 trailer. Got a little 2 for 1 there. We have plenty. Vor allem ist das ein Streamer? And this next one is for the most linear game Digga, das ist never ever live. you're gonna see all night. Some people ask, Neues LP, genau. are we nearly there yet? While others say, it's not about the destination, it's about Da habe the ich auf jeden Fall schon mal 0 von and the 10. memories you make along the way. Das ist ein neues Those people probably PS3-Spiel. also say, good things come to those who wait. Whilst for others, Okay, so scheiße ist sie jetzt auch they nicht. say, Digga, DB! favors the bold. So no matter whether you're an early bird or a night owl, a fair weather flyer or an all-terrain trawler, different people have different ways of moving through Wetten, life. live Release-Zeit und dann doch Verspätung. Right. Because everybody is trying to get somewhere. Sogar das Game kommt So zu spät. whatever Aber. drives you, whatever your purpose, you are not the only one. Find your way. Train Sim World 7. Wow, that family was really popping off for Train Sim World. I didn't realize it was like that. And if you thought that was the wildest ride of this pre-show, it's not quite time to get off yet. Wait. Atari. Genau, Pius. Congratulations. You have been selected to build the next great theme park. Passt der Sound? Passt der Sound jetzt auch damit? To become a tycoon. Versteht man alles? Digga, das ist schon wieder ein Simulator. With a little imagination and a lot of ingenuity, Die you müssen have the viel privilege gezahlt of haben. transforming these mundane patches of dirt into unforgettable thrills. Bisschen lauter. Mich oder das Dingens? Hike up every price Die Show. and charm a whole new generation of guests. Die Show. Just remember to keep the park running in tip-top shape, will you? Was? So, are you up for this Oh, noch brand eins. new challenge? Do you have what it takes to become the next great roller coaster tycoon? Coming soon to early access. Hype. Okay, ich glaube, man merkt, dass es die Pre-Show ist. Ja, besser, okay. Something starts going on, a little spark. Was schauen wir uns hier an? One look, one sign, and you way through. Axel. The world feels different next to you. Let it move, let it rise. Feel the rhythm, open wide. Let me more time with Ist das nicht dieses Animo-Game? a melody. When the moment feels just right, we shift, we shine, we come alive. Was von Early Ace, obwohl nee, hat es nicht. Let me more time with me. Obwohl sie singen es ja auch. And a melody. When the moment Dafür bekomme ich safe auch einen Copyright Strike, danke Gamescom. we shine, we come alive. Side by side into the flow. Every color starts to glow. Need to know where this will go. Ja, was ist es jetzt? Jetzt schon besser als die letzte Nintendo Direct. Ja, ist Animo. Global Launch. Ja, zeige ein Release Date für 3 Sekunden, damit es keiner lesen kann. Aber das hat mich jetzt ehrlich interessiert. Was ist das jetzt schon wieder? The goddess made me when sky and earth
She gave me life. Da hatten wir auf die Hauptshow, ich glaube da kommen die Banger. Dare you steal it? Imagine Pre-Show besser als Hauptshow. You were born of dust. Imagine Gamescom Opening Night Live besser wie Nintendo Direct. Fight death. You had eternity, and you gave it up for what? 10,000 years I've sat in the dark, and I tell you this, immortality is a lie. Are you afraid? Better to die chasing the sun than to kneel. I used to believe no one would die. Then everything changed. And I got scared. Scared that no one would remember I was even here. Was ist das jetzt? I want to be remembered. Not for who I was, but for who I am. Welcome back, everyone. I'm a little upset at the moment Okay. because I was promised there would be no Bubsy in the pre-show this year, and yet there he was. How's this keep happening? But let's continue counting down to opening night live with more wall-to-wall trailers. So far, we've seen high-speed action. We've seen high-speed trains. We've seen Animo. So obviously at this point you're wondering, where are the horror games? Unfortunately, Was Horror Games? Jetzt wissen wir warum 18 plus. Will ich das spielen? Komm, überzeug mich. Das könnte geil werden. Ja, hat schon mal einen guten Vibe. Kann sein, dass wir gleich einen Jumpscare in die Fresse bekommen. Das höre ich auch noch in meinen Träumen. Einmal, ich hab Angst. Jumpscare zeigen sie es natürlich nicht. Okay, sagt mir jetzt nichts. Also I ehrlicherweise love gar nichts brave old gezeigt. ladies. I think that's an underutilized character archetype. It's nice to see Perceptum carry that mantle. I'm just saying there's some grandmas who won't put up with ghosts. So it's empowering to be that kind of person. Anyway, if you've been wondering what the team behind Tinykin has been up to, you're about to immediately find out. Digga, was ist das hier? Ist das hier eine Kinder-Horrorshow? Was ist das? Obwohl es jetzt letztendlich, also es sieht zwar für so Sechsjährige aus, aber es scheint sogar für Switch 2. Und wann?
Bonaparte says he brings Ja, Mitte enlightenment 20, to the was für places Mitte of 20, travel. 20, aber I know some of these faces. es wäre gefühlt nur 2027. Comrades. Now their eyes are hollow, empty. Jetzt wie so ein Zombie-Brain. By the saints, is that truly you? I'm worried, William. But those things, Roman, don't know what they are, but they're not human. Not anymore. The flame, it magnifies what is strong and valuable, destroys or omits what is unnecessary. What will this thing do to me? Only mad monarchs turn their kingdoms to ashes. I do not think you insane. Ich glaube, ich nutze den langweiligen Trailer, um nochmal auf Video zu schreiben, dass wir jetzt live Madness may sind. be the only sane response. 13. Oktober. Was ist das? In what furnace was thy brain? Did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? I looked it up because I was curious. All of that was from a poem called The Tiger by William Blake, published back in 1794. Which is crazy, because that's the first year they had a Gamescom. But back then it was just a bunch of silent trailers for Hopscotch and Knucklebones. Now, another brand new game announcement. For years, these delightful stories have sparked inspiration for innovation. But the interpretation... Disney Illusion Island 2? Thankfully, I found a way to not only save them, but to make them even better. Nee, es ist nicht Disney. You'll have to fully immerse yourself. Also doch, es ist... Ist es jetzt Disney Illusion? Disney Illusion Island hat mir sehr gefallen. Stupid name too? You'll be introduced to friends. You'll need to become Aber es ist nicht Mickey Mouse mit so What ist. your strategy is, and resilient. I also don't care. These stories... Okay, jetzt hatte ich gerade ganz kurz Hype. Aber wahrscheinlich die Entwickler von. Experienced all my interpretations. You'll be ready for me. Oh, too good for me, are you? I'll have you know, I've been married 2027 nur auf Steam. to thousands of minds. Sometimes I like Spricht das Spiel wohl nur für Steam Final gemacht? Boss. They just said, hey, here's this evil long-haired nerd. You gotta stop this guy. Mission accepted. Hey, welcome to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where I realize there's been a lot of debuts Digga, wie oft already will to er jetzt keep eigentlich track noch of. sagen, dass es die You Pre-Show might ist? be looking for some help, just to remember all these titles to add to your wish Wusste list. schon, dass die Pre-Show. Well, I can't help you. I'm sorry, you're on your own. All I have is more world premieres. Okay, jetzt haben sie aber schon ein paar Weltpremieren aus. Okay, das sieht sehr realistisch aus. Ist das nicht sogar realistisch? Oder KI? Realistisch oder KI? Ah, ist schon eher in-game. Und was wirkt halt realistisch? Ist es auch. Oder so teils. Also das ist jetzt natürlich in-game. Wie der eine Baum gerade nachladen musste. Those are some big horses. Just a reminder, you're watching the event before the event. Ist jetzt Opening nicht so Night Live meins. is just minutes away, but we're about to see a trailer for another new game that nobody knows about yet.
You can't Google it right now, but you can Google it 2 minutes from now. That's the magic of what we're doing here. What? Theoretiker 2, let's go. Also grafisch sieht das jetzt not bad aus. Jetzt ist die Frage, was es ist. Aber wahrscheinlich wieder irgendwas, was keiner kennt. Oder so. Apropos, jetzt wo ich gerade Zeit habe, habt ihr schon ein Like da gelassen? Vor allem die wollen in 2 Tagen, sprich am Donnerstag, wo ich auch auf GLT streame, noch eine Show mache, aber das ist nur für Indie, also von daher, das werde ich skippen. Oh mein Gott, der Riese will ihm helfen. Cute. Das ist Ingame-Footage. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Cutscenes sehen halt meistens immer eine Stufe besser aus wie das echte Gameplay. Digga, was habt ihr mit eurem 2027 The little Games? dragon companion never talked. I don't know if I've ever seen a video game before where you have a little flying dragon friend who isn't wisecracking. That was refreshing. And now we're going to take the first ever look at a game for 2-player co-op enthusiasts. Grandpa, what was Mom like? You never talk about her much. She was complicated. Delivery for your special day. Impossible. This was your mother's sigil. What? How? Maybe we should see what's inside. What? You're a little kid. Can we start changing ages yet? Digga. I suppose we should learn how it all works. Want to change who you are? Obwohl es so relativ witzig aussieht. What's all this? So für einen spaßigen It's a Abend. treasure hunt. A birthday treasure hunt from Mom. Or some kind of elder fraud. Wobei, das vorbestellen? Is there any chance Mom could still be out there somewhere? She's gone and she's never Sieht doch so coming ein back. You Puzzle-Game can't aus. just ignore this, Oder Grandpa. sowas ähnliches wie Dingens. Nochmal. Age I'm not letting Twisters. you go alone. Just no more of this age twisting. Das andere, It Takes Two. Nee, doch nicht. We beat every Oni in hell. Was Capcom Presents? That means you, bud. Der Charakter kommt mir bekannt vor, war das nicht Assassin's Creed? You love the sound of that too, right, Musashi? Down in the bottom of hell, there are getting much stronger than you can imagine. Alle, die es wissen, lachen mich jetzt wahrscheinlich aus. Die sieht auch immer schon älter aus. Ja, der geht's nicht so gut. Oh, you. I suppose you're here about that gold net. You've been working ever so hard. And the time has come for the finale. I can tear you apart as many Noch 6 Minuten bis zur Hauptshow. You need some more time in hell. You don't belong in this world. Das ist Assassin's Creed, ich weiß. Uff. Alles klar, für das bis gleich. Hast du die Demo? Yeah, Onimusha just shadow dropped an expansion to its demo in the middle of this pre-show. Das ist interessanter als Now, ich I don't dachte. blame Also you if interessant you finde ich es want to auch, keep that ja. up, but while it's downloading, we're about to hit Ist my bisher nur nichts favorite dabei, part was of the ich show. We're about so to check erst out a richtig brand new fühlen trailer würde. for the beautiful Mariachi Oder was ich mir Legends. jetzt kaufen And then würde. immediately after that,
I got to have an interview with the game's creative director. So first, let's see this. Was ist das jetzt? Así me gusta, Pablo. Madre Katrina siempre consigue lo que quiere, tarde o temprano. No me hagas esperar. Endlich mal ein Datum, wo auch 2027. Und es erscheint sogar noch für die erste Switch? And now it's the part of the show where we are blessed with a guest. Joining us now, the creative director and composer of Mariachi Legends, Miguel Hassan. It's really nice to be here. Thank you for having me. What is Mariachi Legends, and where did this concept come from? Mariachi Legends is a pixel art Metroidvania, and it started with the realization that Alucard's suit is like 90% of a mariachi suit already, and so we started thinking about that Mexican vampire sort of idea, and we infused it with Aztec culture and Mexican culture, and so one thing led to another, and we have Mariachi Legends. Can you tell us one particular element of Mexican culture that you were excited to put into Mariachi Legends that you've never seen before in any other video game? My mom's from this town called Mascota here in Jalisco, and it's one of those towns that's in the category of magical town or pueblo mágico. This would be the first time a pueblo mágico is ever present in a video game ever. It's very Mexican, and I feel proud of it. So how does this actually play? We mix like fast combo action with RPG. So it's like a Ninja Gaiden Castlevania sort of mix. You know, these combos allow you to get extra buffs. There's also the element of hunting for ingredients and being able to cook Mexican traditional dishes. And so that allows you to enter some boss fights ridiculously overpowered. So when can people finally play this game? We're finally ready to announce that the game is coming next year in April 27th. Thank you for coming to talk with all of us. It's my pleasure. Now, I've got good news and bad news. The bad news is we're all out of trailers for this pre-show, which means that the good news is that it's time for the top 10 reasons to be excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Okay. Number 10, Gears of War E-Day. The E stands for emergence, but it might as well stand for excited for Gamescom. Number 9 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Netflix couldn't lock down the exclusivity. Number 8, Ananta. That's the game that's like Vice City, but also anime, and also you have Spider-Man powers. It's never boring. Number 7, so far the increasing price of RAM has not impacted the cost of watching trailers. Number 6, we hid the word nooblet somewhere in Jeff Keighley's script, and he hasn't found it yet. Number 5, a live performance of Guillotina from Eugenics. That's gonna be bonkers. Number 4, The Witcher 3, Songs of the Past. It's never too late for DLC. Number 3, Final Fantasy VII Revelation. You know, I noticed they haven't shown a single second of Aerith gameplay yet. I think they're probably saving it for tonight. Number 2, as we helplessly trundle towards an all-digital future, manufactured traditions such as these have somehow become a rare remaining live space to share mutual enthusiasm for games. That one's not really a joke. Sometimes I just get sad about stuff. And the number 1 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live is the pre-show is over. Oh, okay. No more waiting, no more anticipating. From this point forward, we'll be live in Cologne, Germany. Thanks for watching and enjoy the show. Weiterhin 18 plus Disclaimer. Gamescom Opening Night live. Jetzt geht's richtig los. Let's go. Creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Live von der Gamescom. Auf jeden Fall denke ich das, oder? Ja.
He is back! Guten Abend! Willkommen zu Gamescom! Er spricht Deutsch? Are you guys ready for 2 hours of video game news and updates? Ich wollte gerade sagen, weil er jetzt die ganze Zeit Deutsch reden will. Boah. This is Gamescom opening night live in Cologne, Germany at Messe, and the crowd this year, Yeah. you guys are honestly the loudest I've ever heard you. The energy and hype is on another level. You guys are prepped and ready, and we got a lot of great stuff for you today. It feels great to be back, surrounded by over 5,000 fans at the biggest consumer video game event in the world. This week, more than 350,000 people are expected here at Gamescom, and tens of millions of more will watch live online around the world. We love you too! Well, you'll see if you love me by the end of the show, but yes, hopefully you'll love me. When we started Opening Night Live in 2019, we didn't know what to expect. From the very beginning, you guys welcomed us. Year after year, this community has made us feel home here in Germany. This is, believe it or not, our 8th ONL, and we're so excited to bring you an amazing 2 hours of video games. Now, last year's ONL will always hold a very special place in my heart because it was actually the final show of mine that my dad was able to watch. Immediately after the show, I actually had to cancel all my meetings here at Gamescom and flew back to New York to be with my dad during his final days. And sadly, as you may know, he passed away just a few days after Gamescom last year. But from his hospital bed, he did watch last year's show. He saw all of you, and he knew how much this stage, this community meant to me. So standing here with you tonight means more than I can really express. I know he will be proud that we are back together, once again celebrating the creativity, passion, and people who make games the biggest form of entertainment in the world. So thank you for this moment, everybody. Tonight, I carry my dad's memory with me onto this stage. I am so grateful for all of you for welcoming me back. Shocks as well, who'll be out here in just a minute. It is no secret that video games and the video game industry is changing and evolving. On one level, that's exciting, but on another, it's kind of scary. It feels like there isn't a week we don't see headlines about layoffs or studio closures. And on top of that, the larger electronic storage and memory crisis means that acquiring game hardware is more expensive than it's ever been. But in spite of all of that, developers around the world are pushing forward to build new games. Big teams, small indie teams, and teams all around the world. Tonight, you're going to see projects on stage from teams in places like France, Sweden, UK, Italy, Canada, China, Japan, Korea, and more. So what can you expect on these screens behind me? Well, how about brand new information on Final Fantasy VII Revelation, introduced by game director Naoki Hamaguchi. Also fangen wir an mit Final Fantasy. Alles klar. Games in the Ukraine, Rayman Legends Retold, the Xbox console exclusive Gears of War E-Day, Tides of Annihilation, the first ever in-game footage of Warlock Dungeons and Dragons from Wizards of the Coast, and yes, later in the show we'll have the world premiere first details and in-game footage of a brand new expansion to 2015's Game of the Year winner, The Witcher 3. It's called Songs of Okay, da freue ich mich drauf später. Rennfahrer, aber es ist keine Angst, dass ich in welche spielst. Hat man schon ein paar Mal häufiger gesehen, aber man erkennt mich nicht großartig, also von daher. So we got a lot of fun ahead, but let's start things off with a new game announcement no one is expecting. Und ich habe auch eine Cap auf. From one of the world's most successful developers comes something completely different than its past titles. Please enjoy. So, jetzt kommt Final Fantasy, hat er gesagt. Naja. Whence came the first entanglement? Und später noch The Witcher 3. They now tell. Hat gerade ganz kurz hoffen, dass er sagt, heute zeigen wir was zu GTA 6, aber war eh unwahrscheinlich, weil wir Freitag mitten in der Nacht was dazu bekommen. Oder Donnerstag um 21 Uhr, wenn wir Netflix besitzen. Alles klar, Pius. As spoken of old, the weavers came forth, yet spoke not the cause of
Hat er nicht gerade was von Final Fantasy gesagt? The waters have ebbed, and Boah, all das sieht must das Wasser sah gerade grafisch stark aus. still, the wounds of old remain. Das sieht schon episch aus. The walls held against Frage ist jetzt, ob das Ingame grafisch auch so aussieht. Blot out the Pyro Hill once more. Also besser als Switch 2 wahrscheinlich. Still not quench a millennium of hatred. Ja, sieht schon epic aus. How can a few dying embers ignite the flames of rebellion? Neues EP confirmed, ich sag mal. We're not of this. Aber ich freue mich für die Fans. Here it is not oaths, but lies. Aber ich glaube, das ist doch Final Fantasy. Oder er hat halt gesagt, später Zeit mit Final Fantasy. Ich hab's nicht ganz genau verstanden. At last, ye did unveil the divine power ye had stolen. Bear the god's wrath, and sunder the dread noon. Wahrscheinlich wieder so ein 5 Minuten Gameplay-Trailer ohne Sinn. Yo! Ey, die 18 plus waren, aber habt ihr auch nicht alle mitbekommen. Leave this wound, or seek ye some other end. Okay, dann habe ich mich verhört. Dann hat er gesagt, du zeigst später was zu Final Fantasy. Pretty impressive. That was the announcement of Notice Fall from Hoyoverse, an original co-op action game in which players take on the role of a weaver and step into a world where divine authority has crumbled and order has collapsed. Players must stand as one to defeat mighty mythic beings using close coordination and sharp tactics. Looks very, very cool, and we're happy to kick off the show with that one. All right, we have a lot more to come. Now I'm very happy to welcome back a legend in the esports world, known for her work on League of Legends and Counter-Strike, and the winner of Best Esports Host at the Game Awards. Tonight, though, she's our co-host for ONL for the 3rd year in a row, and you know what? We couldn't imagine doing this show without her. Gamescom, will you please join me in giving a huge welcome to Shocks? Kennt man sie? Also, von jetzt für Shows. Wow, thank you so much, Jeff. It is such an honor to be back here at Gamescom in my favorite city. I gotta say, Noch nie hello, gesehen. and meeting all the fans around the world. Now, I cannot wait to see everyone's reactions to what we have in store tonight. And right now, I am very happy to share with you the global announcement of a brand new title in a very well-known franchise developed by Ubisoft Paris. Oh, wie viel Co-Host Reagiert eigentlich? Tactics. This is it. These tangles are in for a surprise. Take your positions, team. Okay, das sieht jetzt ehrlicherweise zugegebenermaßen nicht so gut aus. Station. Let's show Carries that Rainbow's back. Go, go, go! Das wird man so schneller immer machen können, weil Gameplay haben wir ja gesehen, The das people behind ist us, von I've oben. seen them before, Von der and they must Obensicht. be planning something bigger. Send me everything you dig up on the agency bombings. There's no time to waste. We've contacted Rainbow's former operators. You just have to choose which ones. On the floor, now! We've got active hostiles all around, team. Move fast and stick to cover. I'm seeing increased activity across all channels. Want us to put out more fires? We'll put out more fires. Okay.
wahrscheinlich für so Shooter-Fans interessant. Weil das ist auch was lange erwartetes. Aber ich kenne die Fanbase halt nicht, beziehungsweise habe ich noch nie was davon gesehen. 2027. Game set in the Rainbow Six universe. Now, in Tactics, you'll lead a squad of operators on high-stakes missions around the world, combining careful planning, coordinated breaches, and tactical decision-making in every operation. Choose from a roster of 15 unique operators, each equipped with specialized gadgets, abilities, and progression paths that create new possibilities every time you deploy. Rainbow Six Tactics launches in 2027. Okay, almost 20 years ago, Gears of War helped define a generation of Xbox. Tonight, we are returning to Emergence Day, the day that changed everything. Here at Opening Night Live, we have the world premiere of the campaign trailer for Gears of War E-Day, including the first look at the Locust leader behind the invasion. Also Gears of War allgemein Here's Gears of War E-Day, an Xbox console exclusive, launching this October. War sie in der State of Unreal gezeigt? Oder vertue ich mich da gerade? What the fuck are you? Das ist krass. Wie dieses Monster einfach aussieht. Good to see a few more gears made it through the night. You four belong to me now. Designation, Bravo Squad. No one knows what these things are or where they're coming from. This is more than an invasion. It's a fucking war. The reports are still coming in. Sagen wir so, Pre-Show haben wir bisher besser gefallen. Actual monsters are coming out of the ground and ripping my people apart. And those are my gears out there holding the line. How do we hold a line against an enemy that can tunnel under? Das sind halt alles diese Shooter-Games. We fight. We still have our people. If we can save Weil das halt gut ankommt. Loss prepares us for what's ahead. People we love die. We're the ones that keep fighting. Give him hell, Phoenix. That's the plan. There'll be no support. If you fall, we all do. We do this together, or we die. Ich schätze, wie meist von euch wird es wahrscheinlich auch nicht sein. To the end. Aber 6. Oktober, das ist nicht mehr weit. Gears of War, October 6th this year. All right. Next, it's time for Anana, an epic free-to-play open-world RPG game from NetEase coming to PlayStation 5, PC, and mobile platforms. 3 years ago, it was revealed here at Gamescom with 2 massive cities. You build your profile and social following as a member of the ACD team. Tonight, we've got your first look at the city of Shangzhou and the types of combat vehicles and mini-games you can expect. And yes, news on the release date as well. Any last wishes? So ein Anime-Game oder was? Still have a mortgage, haven't tracked down my old man yet, still gotta buy a ticket home. I still got all these Aber an movies I haven't LTE, seen. also Levelness zu Everest, hat man schon gesehen, dass es gar nicht mal so schlecht sein muss. Ist das nicht vielleicht sogar? Mein Titel passt halt nicht. Did they really just go belly up? Go viral first, then worry about rebuilding the ACD. They're big enough and they Ich glaube, das muss ich leider stumm schalten, weil da urheberrechtliche Musik drin vorkommt.
Allgemein kann es immer sein, wenn der Stream nicht komplett down genommen wird, dass ich vieles rausschneiden muss wegen Musik und so. Just you wait. Where am I? Where'd you think? Wait, I'm back home. There won't be traffic in this hour, will there? Und es geht weiter. Obwohl es für ein Mobile-Game ehrlich gar nicht mal so scheiße aussieht, obwohl ich behaupten würde, dass es auch nicht die Grafik der Mobile-Version ist, aber. Macht doch Konkurrenz, glaube mit deinem Stream. Warum? Januar. This is the most expensive view. Wait, what? Why is everyone running off? Am I really that annoying? Aber wenn wir sehen, dass er auch live ist. Ja. Awesome, there you have it. Ananta comes out on January 15th, 2027. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass er das ausstreamt. Opening Night Live coming your way, including a new look at Final Fantasy VII Revelation. Da ist Final Fantasy. Yeah, I know you're waiting for it. But for now, here is a new look at Silent Hill Town Hall. Yeah. Hä? One time from Konami, Annapurna, and Screenbird in the UK. Let's go. Aber was war jetzt mit Silent Hill? Ich hab's nicht ganz verstanden. And put some things to rest. What I just saw in that footage, you said we could put things right. This town would listen to me. But it's the right thing to do here, not just for them, but for the whole town. Then you know what you have to do. But be careful. They're all so angry. September. Silent Town vor. Ich glaube, das ist sogar der erste Film, wo ich sage, da gehen wir sogar eventuell rein. I have to leave this island. Das war eine Seite. Macht mir doch nicht immer so Angst mit den Soundtracks, weil wenn was gesungen wird, ist das meist halt scheiße. Das sieht schon, also es wirkt so wie ein Teaser, wie es wird emotional. Und episch. Wie dieser Stream. The price we paid. It's more than I ever imagined. I can't do this anymore. Ach, das war noch eine Ankündigung. Oh. Ja.
Das ist sonst sein. Ich sag, das darf ich auch nicht abspielen. Aber wir schauen es trotzdem an. Hör mal, so Silent Hill. War das sah jetzt gar nicht mal so bad aus. Obwohl Silent Hill F halt jetzt auch nicht so geil war. Das ist eine neue Ankündigung. Ich hoffe, dass die Musik weg ist. Peace. Only I was stronger. Ja. If only I. You've surmounted countless trials to reach this summit. This time, you will surely break the cycle. You'll struggle, but you'll turn back, face your fall, because that's the cliff I know. If I do their dirty work for them, I'd better get what I'm owed. Even if the end is written, I will walk the full length of this path. Okay, Deutschen sind die auch dabei. Aber when you move on. That was Crimson Desert, released nearly 6 months ago, and the developers at Pearl Abyss just keep adding more and more content, including new cutscenes and story moments too. All right, next let's step into the world of Tides of Annihilation, the upcoming fantasy action-adventure game by Chinese studio Eclipse Glow Games. Set in modern-day London and mythical Avalon, you play Gwendolyn, the lone survival of an otherworldly invasion, who can summon spectral Ich finde das forms irgendwie so of the surreal, Knights dass of es the in Round Köln Table. stattfindet. Tonight we've got a brand new trailer which reveals the new voice of Gwendolyn, Angela Albano, who recently played Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem. Eclipse Glow Games, okay. Es könnten wieder geiler werden. Wer ist das jetzt? You have decided. Tell me the truth. Is there a way to fix this? The fog has devoured your home, and now it is tearing Avalon. Das wird schon so ein scary Vibe. Was für ein Vibe? Control the fog. Until you. Until me? I know not why you possess his powers, but if you wish to Weiß doch gar nicht, wie lange die reclaim Outro überhaupt geht. you must harness the fog. Aber ich würde mal schätzen. Use it. Allgemein immer Game Awards, Summer Game Fest, immer so brutale Spiele, mindestens auch so 5-mal dabei. 5-mal, 50-mal. Tides auf. Spricht man das, keine Ahnung. Überall bis auf Switch. Check out the Gamescom Steam page, and if you're anything like me, I'm sure you have tons on your wish list and in your cart, but a few more can't hurt, right? The Steam page is available now and being updated throughout the show
as the titles are announced. And now to introduce our next game trailer from Turin, Italy, founder and creative director of Unrelated Games, Alessandro Durando. Ja, viele Gäste wurden nach Deutschland geholt. Thanks, Chucks, and ciao Gamescom. There is a question at the heart of Love Song. What do we leave behind and for whom? Well, you can be sure anyone will ever find it. I didn't have an answer when I started, and I still don't have one. And I genuinely never expect to be here on this stage. So thank you, Jeff and Gamescom, for this incredible opportunity. Just being here already means more than I can put into words. Love Song will take you on a journey to the forgotten mythos of past humanities, where sound is Ich glaube, das ist allein noch was You will Nice uncover kommt, traces of memory, was kein left Shooter in ist. stone and sound, building a bridge between what was and what may still come. Here is Love Song. Ah, sieht schon relativ leer aus, weil das Gameplay sein soll. Ja. Das ist kein Shooter, ja, aber... Was soll es sein? Das wird jetzt nicht gezeigt. PC und Xbox Series. One of my favorite moments from last year's TGAs was the announcement of Mega Man's long-awaited return with Mega Man Dual Override from Capcom. Mega Man, Tonight, nice. we've got an exclusive glimpse of new gameplay, along with the introduction of a new character. Ja, komm. Mega Man is back. Grafisch noch bad. Für ein Mega Man Spiel halt. Das ist schon noch auf Switch, oder? Dann werden wir das sehen. Das wird safe vom ersten Review schon gesagt, aber ich bin nicht mehr so im Mega Man Franchise. Sieht aber schon stark aus, ja. Wer sieht? Hier was? Oder 3? Twinkle Girl, jetzt sehe ich's. In meinem Stream. Wo eventuell Show. Kommt drauf an, wann es erscheint. Mega Man Dual Override und 2020 Switch 2, Switch, PS5, PS eigentlich überall. Martin New Screen Release is coming soon. Stark. Das war jetzt so bisher mein Highlight. Jetzt kommt's nochmal dieses neue Rayman Game, ne? Achso. New story content and an all-new 6th realm to explore. Aber was sagt ihr zu Mega Man? Cinematics. Players join Rayman and friends on a new adventure to restore peace to the Glade of Realms. There are 4 all-new musical stages, like MC Hammer's You Can't Touch This, and tonight we have your first look and listen to another musical stage. Ein neues Gameplay.
Digga, das muss ich. Mann. Jetzt weiß ich, warum er auch gelacht hat. Macarena ist krass. Und vor allem die tanzen, das ist wild. Das ist wild. Aber leider muss ich halt sehr viel stummen, das ist ein bisschen blöd. Egal, schneide ich es später raus, wenn es ein Problem darstellt. Kannst du singen? 100 Pro Kappa. Für die Unterhaltung. Gottlos. Fans who are joining us live in person here in Germany all weekend long. Still to come at ONL, the worldwide reveal of The Witcher 3's new expansion, Final Fantasy VII Revelation, and a performance of the music of... Ey, ich würde ja singen für Unterhaltung, aber da bekomme ich Copyright Strike, weil ich es gesungen habe. Vertraut. The words apparently can be said on stage. So I guess, let's just watch a trailer. So, darauf warte ich jetzt auch. Geht die schon bis 21 Uhr, oder warum machen die hier alle Highlights-Runde auch im Lauf? Jo! Digga, was ist das schon wieder? Mal schauen. Aber sieht epic aus. Ihre Highlights waren Silent Hill Semi, Mega Man und Rayman. Obwohl Rayman jetzt auch einen richtig krassen Trailer hatte. Also. Und es ist... War nicht so Witcher, habe ich gefunden. Digga, warum verhöre ich mich jetzt die ganze Zeit? Explore breathtaking, strange worlds. Strange World hat man die in der ersten Szene gesehen. Was war das für ein Monster? You've changed, but that's okay. Once human, jumping today. Das ist krass. Hey, die Fans Klasses bereit, das ist was krasses. Digga, was soll denn hier das die ganze Zeit mit dieser Copyright-Kacke? Könnt ihr nicht Gameplay-Soundtracks verwenden? Das wäre echt hilfreich. Das muss ich jede 10 Sekunden hier in die Gameplay-Sachen stumm schneiden. Und ich wette mit dir, ich habe schon etwas nicht stumm geschaltet, was ich dann nachher rausschneiden darf. Mann, ich muss allgemein schon noch das drin lassen darf, aber ich hoffe. Ja, wir kriegen das schon hin. Hier sind 126. There's a grain of truth to old legends. Your eyes. A brachius, 7 feet tall, fangs, long as snakes. A wind breeze would be
No, no, please, no. I gave you a blessing. I hope you enjoy my gift. Das ist halt wieder so eins der Games, die mich halt so gar nicht jucken. Aber ich freue mich für die Fans und das ist eigentlich bei so jeder Präsentation so, dass es halt auch so Stellen gibt, wo halt dann wieder nichts bei einem kommt. Day after day. Now strike him down. Aber bisher habe ich gedacht, ich hätte da weniger Lust drauf. Aber ich bin hyped, ich bin schon hyped auf die Show. Your every word echoes far. Your every step leads to crossroads. All that remains is for you to choose. Und die interessante Frage wäre jetzt nicht auch, was es jetzt nächstes Mal ist. Very well then. Let's begin. Blood of Dawnwalker. September. Alle trauen sie sich nicht gegen GTA 6. Kein November-Teaser. Now, I'm a huge Game of Thrones fan, so I'm very happy to share this world premiere of this next game with you. The gameplay of the forthcoming strategy game, Game of Thrones War for Westeros, from Australia's Playside Studios. The Iron Throne stands empty. Das ist ein Game of Thrones Game. Ach, so eine Art Spiel ist das. Sagt ja auch gerade Strategy. Die Schlachten, das sind immer schon ziemlich krass. Is yours to decide. Game of Thrones. War for Westeros. Early 2027. Yeah. How awesome did that dragon look? No, I can't wait for this one. So with that now, it is time for a new game announcement from Airship Syndicate, makers of Darksiders Genesis. This is a new self-funded and published indie title where you escape from a failing orbital prison in this gritty sci-fi isometric action thriller. This is Dust Origins. Das so ein bisschen für mich, ja. Weiß aber auch gerade, ob das Entwicklerstudio oder Partner ist. Weil ich sehe jetzt keinen Grund, warum HoloLens oder HoloLens nicht so auf der Gamescom sein sollte. Aber gut, ich war ja auch noch nicht auf dem Messegelände. Nein, ist es auch irgendwo. A new age begins, but the old shadows. Was ist das jetzt? Was passiert hier? Searching for a pulse. Was ist das jetzt? Wenn das jetzt Musik ist, dann... Initializing reality. Loading at 233,000 square War mich schon mal bereit? Activating 1,600 exhibitors. Unlocking more than 1,000 worlds. Das ist Musik, bisschen Local nicht. data streams active. Challenging community energy worldwide. Breaking the barrier between Digga, mach's nicht so spannend! Heartbeat restored. Synchronization complete.
Also Rhythm Paradise Group. You are no longer playing. Okay. You're logged in. Yes, indeed, that's right. Gamescom has officially started now. Let's go. And now we turn to Exodus, a Das cinematic sagst du aber früh, single-player dass die action Gamescom jetzt RPG startet. from Wizards of the Coast, set in a new, far future sci-fi universe. In Exodus, you rise from Salvager to Traveler, discover new worlds ravaged by the effects of time, and search for the key to humanity's survival across the most dangerous reaches of space. Along the way, you assemble a crew of sharp-edged specialists, soldiers, smugglers, mercs, scholars, and awakened animals whose skills and chemistry shape every fight and decision. Tonight, it's time to get a deeper look at Salt, an awakened octopus and mercenary who joins your team. Get a glimpse into who she is, where she comes from, and why she's along for the adventure. Digga, wie schon direkt mit dem Geballer losgeht. Digga, Action-Szene. Salt? Dieser Oktopus, der da drin steckt. Figured we could talk, since you're part of the team now. I hunt, you pay. This is agreed. Well, that answers that. But hey, we're getting to know each other. You local to Persepolis? Or you from somewhere else? Somewhere Aber sieht relativ interesting aus, ja. Salt. You have a most impressive reputation. We were surprised. Wahrscheinlich so ein Battle-Game, also quasi so eine Art Schlacht. You fear me, envy, hate. I'm responsible for this world, and you put it in danger for your own selfish reasons. I will join, but I will be paid after, even if Leiden is in danger. Was ist das Game was für euch? So vom ersten Look her? From your planet? From your people? I miss ocean. Das mit dem Oktopus finde ich halt so interessant. So. Wie das übersieht. Das ist in fast einem Jahr. Time is our great enemy. Jo. But we must always have hope. There we have it, the long-awaited release date for Exodus. It is coming in April, as you saw, of 2027. April? Now to give us an exclusive extended first look at the gameplay for the upcoming Warlock, Dungeons & Dragons for Wizards of the Coast and Invoke in Montreal, Canada, please welcome the TGA award-winning star of Resident Evil Village, the incredible Maggie Robertson. Oh. Good evening, everyone. I'm so excited to be here. Yeah. Was bringen Sie mit? Every warlock's journey begins with a pact. For Katri, a seasoned warrior on a personal quest, that pact is made with Tasha, an ancient witch queen and the patron I have the pleasure of playing. Tasha grants her access to forbidden magic, but power always comes at a cost. Tonight, we're revealing gameplay for the first time, showing how Katri wields magic as she explores the world of Darkon. This is Warlock. Let's take a look.
sieht so schlecht aus. Aber mehr werde ich nicht so schnell nicht beurteilen. More. You still think this is your quest? Also wenn das so in-game aussehen sollte, natürlich. And defiant. And mine. Aber es wirkt so wie so ein Halloween-Release. Von der Atmosphäre ja natürlich gruselig. Your magic serves us both. Boah, das Store sieht sehr detailliert aus. Kann man da überall in die Häuser? Das ist so die Frage. Aber da ist schon mal eine Hütte offen. Wo jetzt auch nicht sonderlich groß ist, ne? Aber es sieht immer tiefer. Aber es sieht nach Gameplay aus und es sieht jetzt nicht schlecht aus, ist aber auch nicht so mein Game jetzt. Meistens ist es auch eine Gamescom Open Nights und keine Nintendo Directs. In my experience, buried things do not lie for long. Aber vielleicht sagt Nintendo auch noch was, ich habe keine Ahnung. Wenn dann wahrscheinlich irgendwie nur so ein Werbeteaser für irgendwas, das schon längst draußen ist. Yes. Wie sie es eigentlich immer machen bei solchen Shows. Aber wo ich glaube, wir würden uns auch alle selber ärgern, wenn hier jetzt ein neues CD-Mario angekündigt werden würde. Such mal einen Wipe her. Ja, den kann man einfach so runterstoßen mit so einer Windfähigkeit. Das finde ich sehr interessant. Was ich glaube, ich würde das sogar. Lukas, hi! Willkommen im Stream, wie geht's dir? Absolutely not. Merely digging deep. Ich glaube, das würde mich nerven, wenn ich die ganze Zeit diese Taste drücken muss und es zu langsam geht. Maybe was zu Sports Resource. Ja, Sache ist, sie haben halt heute schon so einen Post dazu gemacht und zwar haben sie ja so ein Bundle mit Nintendo Switch 2 Wii Sports Resort angekündigt, plus 3 Monate online kostenlos, was am 22. Oktober erscheinen soll. Also am selben Tag wie es geht. Und dir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Schön, dass du hier bist. Ja, solange so geht das Gameplay doch schon ziemlich lange. Wie du siehst, schauen wir uns die Gamescom Opening Night Length an. Eventuell gibt es aber auch noch nachher Mario Kart. Je nachdem wie lange die Show geht. Gab's einen Namen, wie lange das Leben leider nicht, nur angekündigt, wann das startet. Aber ich habe mir angeschaut, wie lange die letzten gehen und die gehen alle so 2,5 Stunden. Plus Pre-Show, ich schätze 22 Uhr. (21 Uhr) wird ziemlich ärgerlich, weil dann können die noch King of the Hill.
ziemlich brutal, ne? Ich wünsche es dir sehr, Piers. 20 würde mich auch nur freuen. Ah, 2027 ist noch kein Datum. That was absolutely amazing. Wow. And now it is time for the announcement of a brand new Wieder eine in die Kamera. Wieder eine in die Kamera winken. Flying Carpets, Colossal Bosses, and more. It comes from the new NBC Game Studio, which is debuting this game on the Gamescom show floor. Here's 1001 Threads of Mizan. Come close, and I will tell you a tale of two worlds at Bauer war. als Haar, Leute. Schreibt's gerne mal rein. Set ablaze War eigentlich alles davon will uns jucken. Wir gerne mir sagen, dass ich auch da sitze. by those called to fight. Nee, imagine. Whispers on the desert wind come from those who are unseen. Eigentlich würde ich so witzigerweise sogar auch sitzen, aber ich habe war tatsächlich was dazwischen bekommen, deswegen es nicht nach Köln ging. Hätte ich von der Show aus gestreamt, aber. Once the children of Earth and the Jinn flourished, united until betrayal split their worlds apart. Now the veil is thinning. Two worlds collide as they wage a war of vengeance. Yo. Yet, many stories remain untold. To avoid destruction, we have but one hope. So listen, heed my words. This story begins with you. Okay, das kann man sogar antesten, natürlich. I'll leave it to you to make the dead speak. Nothing and no one will keep me from the truth. Not even the purists. Was ist das jetzt schon wieder? Lass den Sound jetzt einfach mal an. Mal schauen, was passiert. If greed comes at a cost, what price would you pay to bring back someone you love? Oh, man erscheint das. Sagen sie jetzt natürlich nicht. Das ist ein Mobile-Teaser sein. Alright, welcome back to O&L, and next we're turning to the legendary Metro series and a very special developer, Was serious? 4A Games based in Ukraine. Game developers have Ach, Metro verstanden, das ist never ever real. but for 4A, the development of 2039 has truly been a challenge.
to build art in the midst of a Was real hat er denn gerade war. gesagt? To tell us more about their incredible story and journey of perseverance to create Metro 2039, please join me in welcoming to the O&L stage John Block and Pavel Umer from 4A Games. Nee, okay, habe ich nicht gehört. Da hat er Metro gesagt, aber nicht Metroid. Metroid Prime Teaser. Metroid Prime 5. Vor GTA 6. Hello, Gamescom. Wow, so many cool announcements already, and we are really proud to be a part of it. Thank you so much. Wo ist der Rest? I'm John Block, Meinst du die restlichen Leute? executive producer for Metro. Sind gerade scheinbar alle And gegangen. I'm Pavel Ulmer, co-creative director and audio lead. Tonight, Alle we're revealing a gleichzeitig. brand new gameplay trailer for Metro 2039, the next chapter set in the Metro universe we have been exploring for nearly 2 decades. Es ist so merkwürdig, wenn die manchmal auf einmal anfangen, Deutsch zu reden, aber im nächsten Satz ist schon But wieder now that Englisch. war is at our doorstep, we have built a story about its consequences and what it takes to survive. The cost of silence, the horror of tyranny, and the price of freedom. Of course, as always, there's monsters, tunnels, devastated ruins. But Metro to us is about people, what they protect, what they sacrifice, and what Vor remains allem er hat sogar when das the world Logo auf takes seiner almost everything Jacke. away. Creating a game this dark requires a lot of passion, discipline, and a development team that has had to become accustomed to working without peace or regularity. There's enormous care for this universe and the people who believe in it. A key part of this is our own in-house 4A engine, built to fully realize the oppressive world you're about to step into. We built this game for those who have traveled through Metro War ein Tag noch before, was. and for those who are about to enter it for the first time. There's a lot to explore. Your support and love for this world has stayed with us through every stage of development, which was pretty rough, trust me. We cannot wait to share more tonight. And if you're lucky enough to be here at Gamescom, you can go hands-on with Metro 2039 at our booth and take a closer look on a fully wearable replica Spartan helmet that will be included in our collector's edition. Thank you. Merges Game erscheint 2039 erst. Metro 2039 is not simply a return to Metro. It is a darker, more ambitious, and deeply personal journey. One that will challenge what you know about yourself and what you're prepared to become in order to survive. So, the tunnels are waiting. The surface is calling. And tonight, we're ready to show you a bit what comes next. Welcome to Metro 2039. Slava Ukraini! What brought you here? I'm looking for someone. I need information. Then you come to the wrong place. The Novorax spread across the station like a damn plague. 2015 können Autos So fliegen. this Safe. is Hunter's bright future. Cover. Monsters. And radiation. That's all that's left up there. But this. Humans did this. This is Hunter, the leader of the Novorax. The enemy must be destroyed. The Spartans were wolves in helmets. But I'm something worse. The enemy must be destroyed. Destroyed. The enemy must be Ziemlich brutal. What the fuck? I'm looking for someone. Where is she? Jetzt wird's kriminell.
February 2027. PS5, Xbox. Metro 2039 looks great. Hats off to the team at Ja, 4A ziemlich. Games. Okay, now for something completely different. He's performed at the Game Awards and was on stage with us at Summer Game Fest. But now it's time for this person's first appearance on O&L. Tired of sneaking around just to feel good? Tired of this damn lighter? Ja, da gehen müsste schönen Abend noch und denk an mich, weil das ist so der ist ja 100 Pro. Gute Nacht hier, ne? Danke, dass du dabei warst. Digga. Snoop Dogg? Thank you, Cyrus. That's perfect. Well done. Jetzt wird's krass. That is Dr. Cyrus Kane, the big dog, as it were. An entrepreneur and eccentric known for his diverse business ventures. Ich muss das leider einmal stumm stellen, ansonsten kriege ich urheberrechtliche Probleme. Mit Snoop Dogg Musik halt 100 Pro. Falls YouTube das sehen sollte, wahrscheinlich nicht, aber ehrlich, ich habe, das erscheint auch für Switch 2. Krass. Die Soundtracks sind nicht bewusst eingebaut. Father now coming to Hitman. Next up, the sky is no longer the limit from NC. This is Ion 2, the sequel to Ion, a new PC MMO built around aerial combat. Aber Snoop Dogg ist krass. It launches October 5th this year. Was ist das jetzt schon wieder? Das nächste Mal Assassin's Creed. Passt leider aktuell nicht rein, weil ich so viel anders streamen muss aufgrund meiner Projekte, die ich endlich mal beenden möchte. Aber an sich wäre das 2027 vielleicht mal möglich. Ja. Ne, echt leider, aber das wird dieses Jahr leider nicht möglich sein, das zu streamen. I believed in her promise, dreamt her dream. Aber danke für die Idee, werde ich mir gleich mal ausschreiben. Out on the old roads, I saw her shatter into warring tribes. Survivors, like your people. I know your kind. You think you'll survive and adapt. Reclaim the land. Rediscover the lost technology of the old world. Reunite her people through alliances, through faith. But when words fail, might becomes the law. Ancient powers divide this land, and their might is far beyond the likes of you. So, will you kneel? Ja, sieht sich schlecht aus. Help me restore America, or burn as my foe. A
At the end of all things, only one dream survives. Wo ist das noch? Was ist das jetzt? Das ist nie im Leben Gameplay-Footage, oder? Okay. Sieht noch so ein cozy Spiel aus. Neues LP-Cover. Im Winter. Ja, also quasi eher so ein Mobile-Ableger. That was Petit Planet, a cozy galactic life simulation game from Hoyoverse. Here, life unfolds at your own pace. Farm the land, cast a line, comb the shores, or whip up a home-cooked meal. Enjoy slow, fulfilling days on your planet. Side website, plus the final beta test will be coming soon. Awesome. Yes. Well, now, we are very excited to have a special musical performance at ONL. Earlier this year, Edmund McMillan and Tyler Glale's cat breed simulation game, Eugenics, got rave reviews for its gameplay and dark comedy style, and yes, its music. And tonight, we've got the first ever live performance. Please welcome Matthias Bossi, Carla Kilstead, and Jeff Perlman from Ridiculon performing Guillotina. Meine Damen und während dieser Live-Übertragung kamen keine echten Katzen zu Schaden. Das muss ich leider ausstellen. Gott! Für diejenigen, die es nicht wissen, es gibt sowas, nennt sich Urheberrecht, und wenn ich das öffentlich lasse, kriege ich Copyright Strike und dann ist das Stream im Nachhinein nicht mehr sehbar und vielleicht auf meinem Kanal. Deswegen, das will ich nicht riskieren. Wegen der Urheberrechtsverletzung, niemand löscht den Stream. Oh, das geht jetzt hier allzu lange. Hey, ich nutze die Zeit und bin mal eben ganz kurz auf Klo. Nein. Passiert hier eh nichts Spannendes. Können den anderen auch kurz mitteilen, sollten welche Leute reinkommen. Ich bin aber in spätestens einer Minute wieder da.
Da bin ich wieder. Und es ist immer noch nicht vorbei. Jetzt aber. Amazing. All right, well, that was so fun. And here's also some breaking news. Eugenics is coming to PS5, Switch 2, and Xbox Series X and S on September 8th. Stick around for more of O&L. Right now, here's the launch trailer for Aliens Fireteam Elite 2. We got Xenos. Aber Launch-Trailer schon mal gut Gesprächsrippen da sind. Sagt ihr Game of the Year Cover? Huawei, Digga. Ah, Switch 2 kommt erst am 29. September. Was ist das jetzt? Gibt's da wieder eine Katze? Den Stray beispielsweise? She wanted to protect you from all the evils of this world, even if it meant losing herself. Everything she did, everything she sacrificed, was to spare you from the nightmare we endured. Nee, ich weiß nicht, diesen Mann zu spielen. Diesen Mann. A force emanated from her, like nothing I'd seen before. Beautiful and terrifying. My greatest ally, and the start of something far worse. Junge, erstmal jetzt wieder ganz so auf entspannt. Was war eine Zigarette? Das war doch eine Zigarette, oder? Ich glaub schon. Ganz ehrlich, ist das eine Zigarette, Lel? Das mit dem Pixel-Game war cool. Aber es scheint so ein Fighting-Game auch zu sein. So Adventure-Kampfspiel würde ich es mal einschätzen. So sieht es auf jeden Fall aus. Okay. Geil. Ja, bei einigen Sachen unsicher. 11. März, 27. Welcome to the biggest gaming playground in the world, where 500,000 people come together to play, connect, and celebrate across Cologne. 1,600 exhibitors. The biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you to explore. Get set for Gamescom's unique indie area, where you're in
control of the most creative and unique projects from more than 400 indie studios. Jetzt noch Tickets kaufen, Papa? Don't miss Gamescom Awesome Indie Show, our show produced by IGN featuring the hottest new titles from the indie universe. Or become the hero yourself and step into the Gamescom cosplay contest, bringing cosplayers and fans together from around the globe for an unforgettable community experience. Can't make it to Gamescom in person? Visit our website, gamescom.global, and experience all program highlights via our content hub, Gamescom Now. The experts at IGN are gearing up to bring you full days of live streams straight to Twitch and YouTube. Oh, hey, Epi, crashing the party? Jump into Gamescom and claim your loot. Next up, Gamescom Cares, our initiative for a safer, more sustainable, and inclusive Gamescom. Speaking of inclusive, the Gamescom City Festival is taking over the city with live music for free and all kinds of fun. Gamescom is more than a single event, it's a global family. With Gamescom Dev, Gamescom Live, Gamescom Asia, and Gamescom.com, we're unlocking dynamic experiences and connecting gamers worldwide. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Next up, we've got the release date trailer for Stage Tour. Built by veterans of the original rhythm music game era, this game has 90 songs, including artists like the Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Olivia Rodrigo, the Rolling Stones, and Muse. Here's a brand new look at Stage Tour. Stage Tour? Sagt mir gar nichts. Digga, was ist das? Hier, Bro, was ein Game. Mehr wie dieses Ding machen zu können. Kannst wahrscheinlich auch, jo. Ja. Mann, ich hasse das, wenn die diese... Das war ja vorher ein Fortnite Festival, oder? Einfach geklaut oder so. Mann, Digga, das soll ein Game sein. Noch dieses Jahr sogar. Oh. Maybe someday. Next year, Sega's classic game, Crazy Taxi, is coming back with an all-new installment. And right now, we have the multiplayer reveal. Zwei Ehre. The Xenia continue to wage war against the human race. Our only hope, the Order of the Turok. Mystical guardians
enhanced abilities. The war has moved to the Lost Lands, a site of ancient ruins and creeping danger. The Xenia yearns to unlock the secrets of these savage worlds to unleash the means of humanity's destruction. They must be stopped by warriors. Some ones was very sorry. No surrender, no limit to your abilities. The Lost Lands beckon you. Das sind 2 Wochen immer mehr. Also so oft hat man Nintendo gar nicht gesehen, habe ich das Gefühl. Right now, we are excited to share with Die you sehen the wir heute. debut game from Octopus Panic, a 7-person independent studio founded by veterans of the Halo and Battlefield franchises. It's a new co-op action game that Alter, launches 18. later this year. Let's check it out. Ja. Das Game oder was? Also, das ist am 18. so wie was meinst du das? Digga, was ist das schon wieder? Alright, Grabhounds, welcome to the other side of the galaxy. Welcome to your first shift. Alright, let's get this done. Remember, every resource gets us one. Das Game, ja okay, fühle. Aber ey, die Show ist sogar ab 18 eigentlich erst. New research options. Leute, die kleinen Kinder hier, nein, die sollten das hier nicht schauen. Some might even help. And watch out for the wildlife. Zock lieber meine Freundin Peppa Pig, na, dann schaue ich das hier anzuschauen. Das empfehle ich nur den kleinen Kindern, ne? Die wieder unbeliebt gemacht bei vom Reiser von 1 bis 3 oder so. Wann spielt man, wann sieht man Peppa Pig sonst? Everyone else? Yes, I did. That looks awesome. And this next title we're about to see comes from a studio known for creating world-class city building and management games. With this one, they're bringing that expertise and passion into an entirely new setting, inviting players to build a city where everything just clicks. Was ist das jetzt? Lego Game? Lego Game? Jetzt mache ich keine grundlose Scheiße und mach was Ordentliches. Lies deine Nachricht sofort vor, Lukas. Lego Skylines. Switch 2 kommt's auch. Okay, es sah interessant aus. Das gucken die doch schon in der Grundschule und sind Urlaub für GTA 6. Safe. Imagine, man wird in der Grundschule für GTA 6 beurlaubt. Into the places no one else touches, and into the future of dirty work done right. Kann man mich eigentlich gut hören? Ich glaube, du schreibst häufiger mal was rein. Is the job. Ich glaube, man hört mich aber eigentlich relativ gut. Built to punch into the hot zones. Oder was meinst du? Toughest jobs and stay longer when the work isn't done. Built with the firepower to clean up the alien mess, and the grit to see the job
the lights on for one more day. Toughest crew on the contract. The last one to leave the work site. The only crew that gets paid for doing what others want. War das ein Multiplayer, oder? This is exterminate. Punch in, clean up, get paid. Ah, Switch 2 nicht dabei, Schmutz, kein Spaß. Was ist das jetzt? In the arena, glory is witnessed. Passt der Sound oder nicht? It is taken. Macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ich hoffe doch, weil der Sound ist schon seit Anfang an eigentlich so eingestellt. Der Sound passt auch her. Wenn sich was mit dem Sound tut, ihr mich weniger, das Gameplay weniger hört und nichts versteht, dann sagt das bitte. Weil das ist scheiße im Nachhinein. Das kann ich nämlich nicht mehr fixen. I will take what I'm owed. Am 11. Dezember. Alle trauen sie sich nicht gegen GTA 6, noch kein November-Titel. Exile 2 1.0 is coming on December 11th from Grinding Gear Games. Die ganzen November-Einnahmen gehen an The Rockstar. reveal of a classic remake. It's a turn-based strategy game that was first released in 1999. Now, 1999. in 3D and faithfully modernized. It is time to journey back to Erathia. Oh my gosh. Command mighty heroes, build spectacular towns, Das and war lead super der fantastic Versprecher. armies into epic tactical battles once again. Ubisoft presents Heroes of Might and Magic 3 Remake. The great king of Erathia is dead, and the enemies of the kingdom are scrambling to feed on its remains. November ganze Welt, Wirtschaftskrise wegen GTA 6. Hype for real. Ganz ehrlich, 19. November, ne? Der Kanal wird schließen müssen, ich spiele GTA 6. Aber 24/7, da habe ich keine Zeit noch Aufnahmen zu machen. Vielleicht 24/7 Livestream. Aber mehr schaffe ich nicht. Kappa. Also Stream. Sag das, ich habe keine Plattform, wo ich GTA 6 spielen könnte. Ja, wehe PS5, noch habe ich Xbox Series XS, noch habe ich einen PC. Ja, das einigermaßen bugfrei. Obwohl das erscheint ja nicht mehr für PC, ne? Das erscheint ja erstmal nur auf Konsole. Das schlecht, ja. Aber wenn ich obdachlos bin, bringt mir das auch nichts. Wenn ich von meinen Millionen 500 abgeben muss für eine PS5. Die ist so im Monat verdiene Kappa. Okay, kann ich ehrlicherweise nicht, aber es scheint schon älter gespielt zu sein. With that, now let's talk about Gamescom Cares, our platform at Gamescom dedicated to projects that give back. This year, we're putting the following topic in the spotlight: the unique power of the games community to be a force for good and drive real change.
Alles klar. Hello, Ashley. Welcome to Gamescom ONL. So, tell us about Games Done Quick. Yeah, thanks, Shocks. So, Games Done Quick is all about playing games as fast as possible for a good cause. At every event, we bring together speedrunners from all around the world to showcase incredible runs and raise millions for charity. We are thrilled to bring a live event to Europe for the first time right here at Gamescom. Every donation and sponsorship from the community and our partners goes directly to Gaming for Democracy, an initiative that supports social engagement and democratic values through gaming culture. That's incredible. And since 2010, Games Done Quick has raised over $60 million for charity, right? Absolutely amazing. Das ist wirklich amazing. Of how gaming can give back. Ashley, why do you think it is that the gaming community Das has ist eine krasse Zahl, oder? Für Charity. force for good and drive change? So I think games create a space where people show up as their authentic selves and they connect with others who share those same passions. That sense of community and shared purpose is the foundation for everything. This empowers the community and helps players advocate for great projects like supporting democratic values, healthcare, and global humanitarian aid. Can't agree with you more, but how can this special power be used even more in the future so that we feel empowered to speak up for Aber apropos GTA 6, Freitag um 1 Uhr haben wir Gameplay auch auf YouTube. Oder wir haben Netflix und schauen zwischen 21 Uhr auf Netflix an. And as organizers, it's our responsibility to create meaningful opportunities through community fundraising, local events, Nächste Gamescom-Präsentation dann auch exklusiv auf Disney Plus Kappa. new ways to connect gaming with causes that matter. And our goal is turning our passion into Wurden schon Games vorgestellt im Stream, wo das ist nicht gut. And of course I have to ask, are there any Also ich more fand events jetzt, right here at Gamescom? also ich finde nicht gut heißt immer, das Spiel ist Allgemeinschmutz. Für mich war es jetzt nichts. Es gab wenige Games, wo ich gesagt habe, es ist Allgemeinschmutz. Just to name a few, Gamescom is bringing gaming communities together to create. Für mich ist natürlich das Schmutz, was ich mir nicht holen werde. Aber es war solide bisher. Also ich hatte auch noch keine großen Highlights. An amazing event right here at Gamescom. And of course, go check out all these great initiatives happening here at Gamescom Cares on our website. Thank you, Shocks and Ashley. Last year at TGA, I was very excited to debut the new title from Uppsala, Sweden-based Neon Giant. From the small team behind The Ascent, No Law is an immersive open-world FPS RPG set in the cyber grunge city of Port Desire. And tonight, it's finally time to give you a new look at the game. Was wird das jetzt? You hear about this Gardner guy going after the mayors? The city won't shut up. What have you heard? Schlägerei kaputt. Nobody sees him go in. Nobody sees him come out. Good with his hands. Right on his feet. Dynamite with vacuum cleaners. Ziemlich brutal, ja. We can handle one for you. Yo! He's a ghost. Was ist das hier, Mann? Pacifist. Tactician. Artist. A lot of stories about how you operate, Gardner. Aren't they all true? Natürlich irgendwann 2027, wer hätte gedacht? Was ist da jetzt? Urheberrechtliche Musik ist das.
wieder so ein Kampfgame. Also vom Prinzip her ähneln sich die Games dann leider. So meine Kritik ist halt so, das ist auch komplett egal, ob Summer Game Fest, Gamescom Opening Night, Live oder Game Awards ist. Die Neuankündigungen sind wirklich immer sowas. Es gibt halt leider ehrlich nichts mehr, wo ich persönlich wirklich denke, das ist wirklich mal was Neues, was Innovatives, was ich gerade noch nicht gesehen habe. Aber wenn ich 12-mal dasselbe Game in einem anderen Artstyle sehe, ist ja auch irgendwie. 시간을 건너온 세 명의 사도들은 다가올 절망의 미래를 경고했고 그들이 건네준 인류의 희망은 거대 기업 아니마 그룹의 탐욕에 의해 변질되고 말았다. 사도의 예언대로 검은 물질과 함께 대항마 뷰에르가 Und jetzt auf Deutsch, ja. 잔혹한 시한폭탄이 돌기 시작했고 나도 예외일 순 없었다. Vor allem die Show wird ja so in Köln ausgestrahlt, aber es ist halt was weltweit ausgestrahlt wird, deswegen. 우리의 미래에 아직 구원이. Der Moderator kommt glaube ich aus der viele aus Hollywood, keine Ahnung. Steam Game. Steam eigentlich gefühlt überall vorbei. The spiritual successor to Soma. The game stars the incredible Stellan Skarsgård. Now we've got your first look at gameplay. As the protagonist comes across a horrific experiment, jetzt jetzt leider der nächste Trailer, da ist der has been transferred to a server of rats. It's one of the many experiments in the game. Narrative puzzles where your moral choices affect the outcomes of the mission, as well as the rest of the narrative. When I was 5 years old, Also es wird in Köln ausgestrahlt, aber es ist an sich eine englische Show, also eine englischsprachige Show, weil das ja auch auf YouTube läuft und das die ganze Welt sehen kann. Und Englisch ist halt so das, was jedes Land eigentlich so... Word of caution. Crombie's experiments can be active right now. Delicate stuff. Was soll ich mal was ich sagen wollte, egal. Steam hat auch eine... Ja... Steam ist auch bei Game Awards... WTF. Steam ist ja auch gefühlt überall dabei. So, bis auf Exklusivtitel ist das meiste auf dem PC ähnlich. Also das wirst du halt alles nicht auf Steam sehen, weil das Exclusive-Titel sind, Titel sind. Was ja auch logisch. So. Oder eine Tour von 25.04.2020, okay.
What a wild trailer from Daniel Mullins up in Vancouver, Canada, creator of Inscription. That was Pony Island 2, Panda Circus, described as a voyage Pony through Island. time, myth, divinity, and video games. All right, now it is time for some animal Innovation. I guess we had a little bit before with that Grab Hounds, right? A lot of animals tonight. From China-based TI Games comes Zoopunk, a 3D diesel punk action RPG starring a playable, get this, rabbit, rhino, and chipmunk. I know. Tonight we have the first look at Zoopunk's squad-based combat systems, including the potential fourth hero. There's another animal, who fights with a long blade. There's even more. That's not all. You'll also want to keep an eye out for the Marmot and Otter bosses, too. Witness the wild world of Zoopunk. Alles klar. Ready? Let's go save the world. No. I'm gonna smash this rotten world into pieces. Es wird einfach nicht besser. Is this the only way across? Obwohl es gerade schon schön aussieht, ja. Aber das meiste, was wir heute gesehen haben, sah gerade schön aus, weil es PS5 oder Steam ist. Oder auch noch Xbox Series XS. Ja. Was passiert da? Super. Von Funasor. This, the hope of the world. Don't mind the faded echo, just ignore the peeling pain. This Minigolf. Das Spiel der Allmänner. Das Spiel der Allmänner ist crazy. Und es erscheint Dezember. There are no ghosts at the Grand, a Deswegen musical wieder horror alle. renovation game from Bristol, England-based Friday to Sunday. We have some big reveals still to come, but first the announcement of a new game set in a vibrant world with amazing creatures. This is Roko Kingdom, a new open-world multiplayer creature collecting RPG. Das ist schon wieder cozy-mäßig. Aber endlich mal Abwechslung, Bro. Gefühlt eines der Highlights bisher. Papa. Ah, das ist Pokémon. Papa. Leotendo und das sind unterwegs. Nehmen wir mal Oktober jetzt einen Playtest? Okay. Warum jetzt nicht auf der Gamescom? Ich meine, ihr präsentiert das auf der Gamescom. Das brauche ich auch.
아무리 신을 불러도 그들은 끝내 답하지 않았지. 이제 이 윤회를 내 손으로 무너뜨리리라. 두려워 마라. 너는 이제 내가 되리라. Okay. Die ersten 10. Ja, was ist das schon wieder, Bro? Ist das schon wieder insane? Was ist das? Auf jeden Fall ein Shooter. Killt man sich dann gegenseitig in der Stadt und sucht sich dann? Per Weitschuss gibt's auch, wie in Fortnite. Aber Fortnite, ja. Oder ist das Fortnite? Oh, das never ever Fortnite. Obwohl es von der Musik her wieder Fortnite sein könnte. Oh, vor allem, wenn das Musik auch noch so halb laufen. Ne? Ich werde viel rausschneiden haben nach dem Stream. Like or like. Okay, now I'm happy to welcome to the O&L stage a man who closed out Summer Game Fest with an epic reveal. Please join me in welcoming to the stage my good friend, the Final Fantasy VII Remake Series Director, Naoki Hamaguchi. Jetzt kommt Final Fantasy. Wo sind die Panzerplatten? Hello everyone. My name is Naoki Hamaguchi, and I'm the director of Final Fantasy VII Revolution. Thank you. It's great to be back at the Gamescom to give you a glimpse of what my team is working on. What will you see in this brand new exclusive trailer, so-called Weapons? Massive creatures, Release das Game doch einfach, Bro. team of legendary heroes. Es kam schon im Summer Game Fest. In the final chapter of their epic journey. Und ich glaube, bei den Game Awards wird es auch Final revealed, Fantasy oder? VII Revolution will deliver an unforgettable experience in the Wie lange ist world es Zeit, dass es without rauskommt? standards. And Oder will was tue ich be mich hier? available Muss auf alles laden kosten. Danke, dass du dabei warst. Nintendo Switch 2, Xbox Series XS, and Vielleicht PC sieht man sich hier bei einem neuen in Stream wieder. spring 2027. Beides. Thank you so much for all your support and excitement. Let's go! My fellow citizens, we are assailed on every side by the enormous meteor that looms over our heads, and by towering monstrosities termed weapons, like the one that made landfall outside Midgard. But I know that we will rise to every challenge and show heaven and earth that it is we who reign supreme. Gerne, aber alle abonnieren. Weil der ist echt gut. Danke. Alle abonnieren, ja, die gehört. Danke. You call them planetary warriors. Das ist die call weapons of mass destruction. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so lange geht. Ich glaube, Witcher wird dann das letzte sein. Only one thing to do. Fight.
guess. Taking down weapons, hunting materia. Way overdue for a day off. Once we've got a future to fight for, nothing will stop us. Ready? Aim! We'll finish this together. Final Fantasy 7 Revelation. Release date? 2027. Aber es ist Final Fantasy 2. Final Fantasy 7 Revelation. Obwohl, das war schon vorher klar. Sorry. You don't have to wait long. The game comes out next spring for all platforms at the same time. Alright, we have one last game for you tonight at ONL. An update on a legendary RPG franchise that won Game of the Year at the Game Awards way back in 2015. Jetzt kommt The Witcher, ne? Striving forward towards a solitary tower. Never chose to be a witcher. Ja. Fate chose for me. Ja. Once you're a witcher, you can't just step off the path. You're one for life. And there's never an ending that's not also a new beginning. Free Upgrades, 29. September. And next year? Kommt der nächste Teil. Didn't say I was Aber afraid. please mit Release Date. Teaser mit nur einem Jahr ist noch maximal blöd. Aber wahrscheinlich ohne Release Date. Zweite Reviews brauchen wir. Oder gab es schon, keine Ahnung. Garden demands blood, so we'll give it blood. Ja. The Witcher, Wild Hunt, Songs of Past. Wishlist now. That's right. How about that? Free upgrade, free remaster. All right. Well, now joining us to talk all about the Witcher 3 news, please welcome the level design lead from CD Projekt Red. Okay, geht doch länger als 20 schon. All right, Miles, you brought down the house with that news of the free remastered. This is definitely a surprise, and it's coming out in just a month, September 29th. The PC and consoles, including Switch 2 and even Battle.net. Lots of features in that trailer. Tell us which ones stand out the most to you. Oh, wow. So you can tell that the team definitely poured their hearts into this one, right? It's this huge privilege for me to stand here and represent them. Thank you for the trust, guys. Secondly,
features, right? So my favorite one is the visuals. That's new textures, updated rendering, advanced path tracing, foliage, you name it. Geralt has never looked as good, even after all those years of retirement. Yeah. And then the other thing, definitely combat. It's more modern, smooth and precise. We updated camera, the targeting system, you know, added new animations. And what I like a lot, new finishers. And then last one, Witcher 3 is a full-fledged RPG, right? So we completely revamped the ability system to give players more options. Well, it's a lot of stuff, as you saw in the trailer, only a month away. Let's move on now to Songs of the Past, which is a wild idea in and of itself, a new expansion for an 11-year-old game. What inspired you guys to build this? Yeah, it's super cool. So we had this idea for one more story with Geralt for a while, but we couldn't quite figure out how to fit it into our busy schedules, right? Luckily, our friends from Fool's Theory came around and they hired a bunch of old veteran Witcher 3 developers, including my mentor, Peter Jelinek, and here we are today. Wow, well that's so cool. Now, Maar ich schätze, heute haben die auch nicht so viel Druck, weil ich schätze, die nehmen sich in den gesamten Rahmen für die Gamescom Zeit. Yeah, so this is Geralt's last adventure before we pass the torch on to Ciri, and we wanted to go out with a bang. So this chain is a weapon that is new in the game, but many people that have hardcore Witcher fans will realize that this is a weapon we first showed in the Witcher 1 intro. And we will talk about that and many more things here at Gamescom, so please kindly come by our booth or watch our red streams that will happen every day. That's right, I know you have an extended demo that these fans will get to see at the booth. The content of the expansion, the new region, Letten, who inhabits it, what lurks below the surface? So Letten is a whole new, unique region that has a unique identity like the other regions in the game. It is filled with quests, you know, new monsters, Alles adventures geplant, and dass um exploration, 22 just like the things that immer Witcher haben. fans love. Irgendwo müssen wir ja überhaupt. But it's an almost uncannily idyllic place that, however, has a dark secret lurking just underneath the surface. And as it is a Witcher game, this kind of secret requires a true professional Witcher to solve. Good thing we got one of those. All right, well, I imagine we can expect all the upgrades. Bei den neuen The Witcher-Teil bin ich gespannt, wie gut der Welt ist. Weil da warten, glaube ich, schon viele Fans drauf. All right, awesome. Well, I love the idea that you guys are doing this. And one last thing I want to ask you about. You have some news for people about the other expansions as well, right? Yes, so this is super cool. I can say today that tonight, both of our previous expansions, Hearts of Stone and Blood and Wine, will be free for everyone who owns the base game. And this is a great opportunity for, yeah, right? Just giving away all the free stuff tonight. It's the coolest part of the job, I guess. So, and this marks a great opportunity for people who have perhaps only played the base game, right? To jump in with the remaster update and get a whole lot of stuff for free before we ship the Songs of the Past sometime next year. Wow. Well, I got to say, a lot of amazing Witcher news today. Thank you very much, Miles, for joining us, and we'll see you at the booth. Thank you. All right, Miles from CDPR. Congratulations. All right, and that is going to do it for ONL 2026, but that is just the start of Gamescom week, so stay tuned for news and updates throughout the weekend. And of course, we will see you again on December 10th, live in Los Angeles for the Game Awards 2026. Dezember sind wir dabei. Crazy year, and see what's next with a lot of brand new game announcements and surprises from the world's top game development studios. It's been another great opening night live, and before we go, of course, we've got to bring out my incredible co-host tonight, Shocks. Come on back out, Shocks. Thank you. Didn't you do such a great job? Auch sie hat ihren Job gut gemacht, finde ich. Genauso wie Jeff Keighley. What an amazing show. Third time's a charm. We're just going to have to keep bringing you back. I hope all you guys have an amazing Gamescom. That's good. All right. Good night, everybody. Bye. Thank you so much. Good night. Das war die Gamescom Opening Night Live. Doch nicht abschalten, es geht bei mir gleich noch weiter.
next year. Thank you for joining us at Gamescom Opening Night Live. We hope you enjoyed the show. Special thanks to our Opening Night Live staff and crew for all your hard work. Und das als Endscreen jetzt hier? Egal. Das war die Gamescom Opening Night Live 2026. Ich muss sagen, war leider jetzt nicht wirklich viel dabei, wo ich sagen würde, da schaue ich jetzt rein. Aber es war definitiv eine unterhaltsame Show. Alle haben ihren Job gut gemacht. Es waren schon unterhaltsame Trailer dabei. Wir konnten lachen. Es war einigermaßen viel im Chat los. Und ich glaube, wir haben alle einen schönen Start in die Gamescom-Woche mit der Gamescom Opening Night Live 2026 bekommen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wie dass ich bei jeder zweiten Ankündigung sage. Geil, da gehen wir rein. Denn das ist logisch, dass ich es erstens nicht sage und zum zweiten. Ich glaube, das war ganz gut. War tatsächlich mehr Spaß wie bei den letzten Nintendo Direct. Obwohl Nintendo ja keine eigene Ankündigung gemacht hat. Nächste Direct dann wieder besser. Und nächstes Jahr dann hoffentlich Gamescom. Ich hoffe, ich bin da. Und ich hoffe, ihr auch. So. Ist jemand im Chat, der sagen würde, er hätte Bock, Mario Kart zu spielen? Ja, vielleicht cool zu wissen. Ich warte mal einen Moment. Gut. Da ist noch irgendwo eine Show. Das kann man auch mal nachschauen. Game Awards, da läuft es ja meistens. Ja, das war's. So 1 Million Aufrufe auf Gamescom. Oder ist die Game Awards noch was interessant? Was für Game Awards? Gamescom. So. Ne, nicht, dass man hier sieht. So. So. So.
Ja, dann gehen wir noch ein paar Online-Runden rein. Wahrscheinlich hat gar kein, da ist gar keiner da. Aber wenn sich keiner meldet, dann mache ich auch keine Lobby auf. War auf jeden Fall cool. Sehr schön. Live zu gehen, das lohnt sich zwar nicht mehr. Jetzt geschrieben, den Inhalt holen wir nach, ob wir Fortnite jetzt zwingend nachholen, weiß ich nicht. Also war jetzt keine Garantie, dass ich es nächste Woche mache. Nur wegen der My Name is Mario-Geschichte. Jetzt muss ja ein bisschen schöner werden, ne? Das hat mich ehrlich überrascht, das Gamescom Opening Night Live
schon relativ gut war, ja. Klar, Final Fantasy und auch irgendwo so Witcher juckt mich jetzt nicht so krass, aber es waren schon größere Franchises, also so ist ja jetzt nicht, ne? Wie sie damit dienen. Und ich will jetzt tatsächlich auch nicht davon ausgehen, dass Nintendo da irgendwas bringt. Oder auch ein Controller und DLC fand ich jetzt schon relativ unwahrscheinlich. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich fand, dass da auch ein paar Games dabei waren, ein bisschen nach Trash aussah. Oder so als kleiner Lückenfüller, damit die Show 2 Stunden geht. Oder was ich halt auch wie man das nicht verstanden habe, ist, dass die Pre-Show erst um 19:34 Uhr begonnen hat. Und es halt genau 24 Minuten gepasst hat, ne? Digga. Ja, Real Talk. Warum wollte ich nicht nächstes Rennen drücken müssen? Aber ich denke, wir fahren jetzt so gar nicht mehr so viele Runden, wenn eh keiner da ist. War auch nicht, wenn nur die Zuschauer stehen. Das ist nur Zeitverschwendung. Aber wir sind ja auch mittlerweile schon 3 Stunden live. Also von daher, alles schön. Am Donnerstag schauen wir uns allerdings nicht an. Das haben wir nicht schon mal vorab gesagt haben. Der Rest läuft jetzt mal wirklich nach Plan. So. Digga. Hoffe auch, by the way, dass das Stream nicht gesperrt wird. Habe ich ja schon mehrfach heute gesagt, urheberrechtlich, das ist immer so ein kleines Risiko. Schreiben man selber an sich darf man das, aber es kann sein, dass man Szenen da rausschneiden muss. Das Einzige, was mich wirklich heute abgefuckt hat, ist dieses, ich musste ständig was entscheiden. Sowas wie Macarena kann ich ja nicht einfach laufen lassen. By the way, was ich auch cool fand, apropos Macarena, dass die von einem Spiel da aufgetreten sind auf der Gamescom. Das fand ich richtig cool. Ich konnte es zwar leider nicht hören,
Was wahrscheinlich auch wieder ein Copyright-Strike gegeben hätte. Oder ich hätte ganz rausschneiden müssen. Aber das fand ich wirklich so cool. Ja. Das Snoop Dogg Game war ja nie witzig. Ja. Wobei, die da vorne. Ich glaube, da kommt noch gleich keiner mehr ran. So. Schade, ich hätte gerne noch ein paar Community-Runden gemacht, aber macht jetzt auch keinen Sinn, aber online noch nicht so ganz rumzuführen. Oder wenn jetzt jemand dabei wäre, der nicht mitspielen kann möchte, wäre das auch noch was anderes, aber kann meine Zeit deutlich sinnvoller nutzen. Das war dumm. Und die Lego-Ankündigung von vorhin, das habe ich noch vergessen zu sagen, die hat mich auch sehr gefreut. Ich kann da zwar noch keine richtigen Schlüsse draus ziehen, aber es sah interesting aus. Was ich mir halt wünschen würde, so für die Zukunft, vielleicht so Game Awards, spätestens nächstes Summer Game Fest, mehr News zu Carpet, oder wenigstens zu diesem Mighty Carpet, ja. Aber gut, sie haben halt noch nicht mal Release, ja, es genannt ist so das Problem gewesen. Schien so, als wären sie sich noch nicht sicher, ob es 2027 oder 2028 wird. Ich sage aber, Mighty Carpet erscheint nicht vor Ende 2027. Leider. Glaube ich irgendwie nicht, leider. Ich würde sagen, weiß ich wieder, was haben wir schon nachgekommen? Ja, auf 14 Minuten ist es von ultra lange gewesen, aber ich glaube, ich mache Feierabend. Danke, dass ihr bei der Reaktion zu Gamescom Opening Night live dabei wart. Ja, nächstes Jahr wieder, gegebenenfalls, ich bin nicht selber live vor Ort. Genau. Bezüglich Jeff Keighley Events sehen wir uns dann das nächste Mal bei den Game Awards am 10. Dezember 2026 wieder. Ansonsten sehen wir uns morgen bei einem neuen nicht bei einem neuen Livestream, bei einem neuen Video wieder. Und Donnerstag ab 19:30 Uhr auf Twitch wird Mario Odyssey Speedruns gerne dabei sein. Gute Nacht.